Mein Name ist Professor Daniela Krause. Ich bin die Direktorin des Instituts für Transfusionsmedizin, Transfusionszentrale an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Einerseits arbeiten wir in der Transfusionszentrale daran, Blut herzustellen für gesamt Rheinland-Pfalz, aber wir geben das Blut selbstverständlich auch weiter nach Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und überall in Deutschland. Wenn Patienten einen schweren Unfall haben oder eine große Operation, in der Blut gebraucht wird, sind wir dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die Blutversorgung dieser Patienten einwandfrei funktioniert. Viele gesunde Menschen spenden ihr Blut und das wird bei uns getestet, aufgearbeitet, in die richtige Verpackung sozusagen gebracht. Patienten in der Onkologie sind sehr häufig auf Blutkonserven angewiesen, weil sie sehr häufig Chemotherapien bekommen, die das Knochenmark sozusagen niederschmettern, wo die blutbildenden Stammzellen sitzen. Und wir können diesen Prozess der Chemotherapie sozusagen erleichtern, indem wir dem Patienten immer wieder das Blut wiedergeben. Einerseits die roten Blutzellen, andererseits die Blutplättchen und in manchen Fällen, also vor allem bei den Operationen, auch Plasma. Also wir können das Blut in seinen Bestandteilen den Patienten zurückgeben und so dafür sorgen, dass Menschen wirklich auch aggressive Chemotherapie tolerieren können. Das könnten sie sonst nicht ohne die Blutprodukte. Und zum Beispiel viele große Operationen wie Lebertransplantationen wären ja gar nicht möglich, wenn wir nicht das Blut bereitstellen würden, das natürlich bei solch einer Operation zu einem gewissen Grad verloren geht. Unsere Arbeit im Forschungslabor, wo wir uns mit den Leukämien und der Blutbildung beschäftigen und insbesondere die Wechselwirkungen mit dem Knochenmark. Wir versuchen, neue Therapien zu entwickeln, die einerseits die Blutbildung verstärken, andererseits versuchen, die Leukämie im Schach zu halten oder idealerweise gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wir hoffen, eine kleine Firma gründen zu können und da geht es genau darum, ein Medikament auf den Markt zu bringen, was die Blutbildung stärken kann. Das kommt direkt aus unserem Forschungslabor und wir hoffen damit im Prinzip die Notwendigkeit von Bluttransfusionen für die sehr schwer Kranken, zum Beispiel die Patienten, die häufig Chemotherapie bekommen müssen, zu reduzieren. Das ist das Ziel. Ich wollte eigentlich schon als kleines Kind Ärztin werden. Mein deutscher Großvater hat mich sicherlich auch auf diesen Weg gebracht. Aber als ich 16 war, hatte ich die Gelegenheit, mit der Schule nach Moskau und Weißrussland zu fahren. Und in der Nähe von Minsk wurden wir in ein Kindercamp geführt, wo Kinder waren, die dem Tschernobyl-Reaktor ausgesetzt waren, als er damals explodierte. Und wir deutschen Kinder wurden sozusagen verpaart mit den Kindern und uns wurde oft erzählt, dass viele der Kinder halt Leukämien entwickelten und morgens mit einem blutdurchtränkten Kopfkissen aufwachten. Ich glaube, da war mir klar, das wird sicherlich meine Karriere. Mainz ist ja wunderbar eingebettet in der Rhein-Main-Region, dadurch, dass ich vorher 9 Jahre in Frankfurt war und man jetzt in Richtung Rhein-Main-Universitäten geht, also um die 3 Universitäten Frankfurt, Mainz und Darmstadt miteinander komplementär zu verknüpfen, ist das, glaube ich, ein idealer Zeitpunkt, um wirklich diese sehr unterschiedlichen Universitäten zusammenzuführen, um wirklich Großes zu bewirken. Es ist unheimlich offen, man wird angesprochen, die Menschen sind einfach sehr, sehr höflich und lustig und das macht großen Spaß. Natürlich, die Gegend ist wunderschön, die Weinberge sind toll, der Rhein ist hervorragend. Also ich fühle mich auch sehr glücklich, als potenzielle Gründerin mit meinen Kollegen in einem Netzwerk zu sein, wie BioMinds es ist und auch Futury, die ja darauf ausgerichtet sind, den jungen Gründerinnen und Gründern nach vorne zu verhelfen, das notwendige Netzwerk und den Boden zu bereiten, dass die Samen, die wir säen, auch wirklich aufgehen können. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich war 14 Jahre in Boston und an der Harvard Medical School und konnte wirklich sehen, wie dieses Biotechnologie-Netzwerk in Cambridge, Massachusetts, also auf der anderen Seite des Flusses in Boston, empor wuchs innerhalb weniger Jahre. Und ich wünsche mir sehr, dass das auch in Mainz, in der Rhein-Main-Region gelingen wird.